unserem letzten leckeren Gorgonzola-Gnocchi-Rezept habt ihr abgestimmt und zwar zu 88%. Ich freue mich immer so riesig, dass ihr mitmacht, dass ihr ein Gnocchi selber machen Rezept-Video haben möchtet. Und drum machen wir das nämlich auch gleich. Und dazu habe ich hier ein paar Pellkartoffeln und die nehmen wir uns jetzt erstmal vor. So, jetzt muss ich erstmal da die Pelle ab. Und dann habe ich da so eine Kartoffelpresse und da pressen wir es dann so richtig schön durch. Jetzt möchte ich euch gerne mal eine Frage stellen, ne? Habt ihr mal Bock, dass ich mal so was richtig Ausgeflipptes mache? So mal nicht so ganz bloß so normal kochen, sondern mal was anderes. Stimmt doch mal hier oben ab. Also es hat natürlich schon mit Kochen zu tun, aber halt ausgeflippt. Da würde ich mir dann mal was einfallen lassen für euch. Die Kartoffeln sind 1 fix, 2 zerdrückt und zwar mit dieser Kartoffelpresse und die ist nämlich echt total super. Da kann man auch Spätzle mitmachen, gell? Und es geht echt fix. Ich finde die toll, weil ich habe mir letztens mal schon ganz schön abgemüht da mit dem Stampfer und so ein Händekneten. Also guckt mal im Supermarkt, 10 € glaube ich oder 11. Echter Hammer. Jetzt geht es dann weiter, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Salz. Die genauen Mengenangaben, die schreibe ich euch wieder unten in die Infobox. 2 Eier. Und dann alles schön mit Mehl zu einem tollen, festen Teig vermengen. Und da nehmen wir jetzt wieder schön die Hände. Ihr knetet einfach so lange das Mehl ein, bis euch der Teig nicht mehr an die Hände pappt. So, und jetzt wird der Teig so richtig schön geschmeidig. Und dann tun wir dann ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Und dann kann er schon raus aus der Schüssel. Und dann können wir da weiter verarbeiten. Immer schön kneten, gell? Das habe ich ja letztens schon gesagt. Das gibt ordentlich Muckis. Ihr müsst halt auch ein bisschen gucken, dann von der Menge vom Mehl her gebe ich euch so ungefähr ein paar Angaben unten in der Infobox. Aber probiert euch da ruhig aus. Er sollte halt nicht mehr so arg kleben. Jetzt brauche ich doch noch ein bisschen mehr Mehl. Wo ist mein Mehlservice? War gar nicht so sparsam, ne? Jetzt rolle ich es dann noch ein bisschen aus. Ich habe es mir jetzt mal 2 geteilt. Ich habe hier auf meiner Arbeitsplatte nicht so viel Platz. Und dann schneide ich mir dann so ein paar Streifen gleichmäßig ab. Tun wir dann noch ein bisschen bemehlen. Und dann rollen wir es ein bisschen. Und dann schneiden wir uns ungefähr 2 cm große Stücke raus. Dann mehlen wir sie noch schön ab. Und dann drehen wir sie noch mal mit dem Messer ein bisschen um. So super schnell fertig. 1 fix, 2 fertig, selbst gemacht sind. Ach Mensch! Ja? So super schnell selbst gemacht, fertig sind unsere. So super schnell fertig sind unsere selbstgemachten Gnocchi, Leute. Und die sind so oberlecker. Und zwar muss man die. Super schnell fix fertig sind unsere selbstgemachten Gnocchi, Leute. Und wie ihr die zubereitet, das seht ihr hier oben in diesem Video. Und da unten ist eine Playlist mit ein paar leckeren Soßen dazu. Und in den Videos sehen wir uns gleich wieder. Ciao, ciao, macht's gut!